und vor mir liegen. An erster Stelle ist Stalin. Bei 42% der Befragten kam er unter die 10 herausragendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Unfassbar. An zweiter Stelle ist Putin mit 31%. An dritter Lenin mit 28%. Hallo zusammen. Heute habe ich die große Ehre und das Vergnügen, mit einem intimen Kenner Russlands zu sprechen, dem in Russland geborenen Buchautor und Journalisten Andrei Gurkov. Soeben ist sein wichtiges und lesenswertes Buch erschienen. Für Russland ist Europa der Feind. Warum meine Heimat mit dem Westen gebrochen hat. Andrei Gurkov wurde 1959 in Moskau als Sohn eines Journalisten einer russischen Tageszeitung geboren. Er wuchs in Ost-Berlin und in Bonn auf. Er studierte 1981 internationale Journalistik an der Lomonossow-Universität in Moskau und an der Universität Leipzig. Ab 1987 arbeitete er für die Moskowskaje Novosti, die Gorbatschows Reformen unterstützte, und wurde Chefredakteur ihrer deutschen Ausgabe, der Moskau News. 32 Jahre arbeitete er in der russischen Redaktion der Deutschen Welle. Er ist viel gefragter Russland-Experte in verschiedenen Medien und lebt heute in Köln. Hallo Andrei. Hallo Christoph. Lass uns einsteigen mit der Umfrage von dem Levada-Institut. Welches Land ist Russland am feindseligsten eingestellt? Herauskam, und das hat mich sehr erstaunt, Deutschland. Das Volk der Deutschen zeichnete sich doch durch eine große Affinität zu Russland aus, zur großen russischen Seele. Und selbst heute, 3,5 Jahre nach dem vollumfänglichen Angriffskrieg, gibt es noch einen großen Anteil an der deutschen Bevölkerung, die glauben, den russischen Diktator Putin mit Appeasement und Verständnis besänftigen zu können. Wie hat es sich entwickelt? Ich würde kurz erwähnen, dass erstens das Levada-Zentrum tatsächlich eins der renommiertesten soziologischen Institute weltweit ist und das eindeutig beste in Russland, das immer noch, selbst unter den Bedingungen eines autoritären oder fast schon totalitären Regimes, versucht, ordentliche soziologische Arbeit zu machen und landesweite Untersuchungen durchzuführen. Die Umfrage, die du erwähnt hast, wurde nicht nur in Moskau, sondern landesweit durchgeführt, ist also repräsentativ für die Stimmung im Land. Und dort wurde die Frage gestellt, welche Länder die unfreundlichsten, so heißt das im Original, letztendlich die feindlichsten aus der Sicht der Befragten sind. Und da war, und die Liste kann ich dir anführen, Deutschland an erster Stelle, Großbritannien an zweiter, die Ukraine, gegen die Russland seit 3 Jahren einen vollumfänglichen Krieg führt und praktisch seit 2014 einen Krieg. Die Ukraine an dritter Stelle, die USA an vierter, danach Polen, Frankreich, Litauen und Lettland. Wir sehen, für Russland ist Europa der Feind, das ist der Titel meines Buches. Wir sehen hier außer den USA alles ausschließlich europäische Länder. Das ist sicherlich ein Schock für viele, die so etwas nicht erwartet haben. Eine kleine Beruhigung, wenn man so sagen kann, besteht darin, dass 20 Jahre lang, und Levada, ich sagte ja, es ist ein renommiertes, solides Institut, das schon bereits seit vielen Jahren arbeitet. Levada hat 20 Jahre lang solche Untersuchungen gemacht. Und 20 Jahre lang waren an erster Stelle die USA. Verständlich. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch, und das ist etwas, was seit der Sowjetzeit gesetzt ist. Die USA sind der Hauptgegner, der Hauptfeind, das Hassobjekt, obwohl es eine Art neidischer Hass ist, weil ich habe das Gefühl, dass viele Russen die USA deshalb hassen, und gleichzeitig verehren, das ist ja das Phänomenale, weil man selbst für Russland die Rolle der USA in der Welt beansprucht, sie aber nicht erreichen kann und deswegen eine besondere Wut auf die Amerikaner hat. Also 20 Jahre lang waren die Amerikaner an erster Stelle. Nun waren sie in diesem Frühjahr, du hattest gesagt, im Mai wurde die Untersuchung gemacht, abgerutscht auf Platz 4. Ich glaube, es ist eher ein Zeugnis
der Manipulierbarkeit der russischen Mhm. Gesellschaft durch die Propaganda als eine grundlegende Veränderung der Stimmung. Denn die ersten Monate diesen Jahres, besonders nach dem Machtantritt von Trump, war es eine Art wie nennt Honeymoon. sich, Honeymoon Honeymoon. zwischen, genau, genau, zwischen Putin und Trump, und die russische Propaganda stellte es so dar, dass jetzt Putin und Trump einen Deal machen und den Krieg in der Ukraine auf russischen Bedingungen beenden. Mhm. Wichtig. Und kaum beginnt die Propaganda dieses Gefühl zu vermitteln, massiv, schon sinken die USA von Platz 1 auf Platz 4. Das würde ich als Haupterklärung für die Veränderung an der Spitze dieser Skala sehen. Dass, Ja. dass aber Deutschland äh, in der Spitzengruppe ist und war, ist das zweite Interessante und zeigt auch, wie sehr die russische Bevölkerung von der Propaganda beeinflussbar ist. Nämlich, ich habe mir da rausgeschrieben, deswegen schaue ich immer drauf, die negative Einstellung zu Deutschland, und Mhm. 55% der Teilnehmer der Umfrage haben Deutschland als ein unfreundliches Land genannt. Diese Zahl ist um 40 Prozentpunkte seit 2020, also innerhalb von 5 Jahren, hat sich diese Zahl massiv vergrößert. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass Deutschland natürlich die Ukraine unterstützt, und die Ukraine ist der erklärte Feind, obwohl nicht die Ukraine, die Faschisten, die angeblichen Nazis, die dort die Macht übernommen hätten, sie werden als Faschisten dargestellt. Deswegen sehen wir auch die Ukraine an dritter Stelle, nicht an erster Stelle. Also man vermittelt immer mehr, oder nicht immer mehr, sondern stets das Gefühl, wir kämpfen ja nicht gegen die Ukraine. Wir kämpfen ja gegen Nazis, die unter dem Einfluss des Westens die Ukraine in einen falschen Weg gestoßen haben. Äh, Es liegt also aber nicht nur an der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, sondern meiner Meinung nach auch an der massiven Ausbeutung, so würde ich das formulieren, des Themas Zweiter Weltkrieg und Sieg über den Hitlerfaschismus 1945. Der Höhepunkt war ja in diesem Jahr der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. Weil die Logik ist, wenn wir Russen gegen die Nazis in der Ukraine kämpfen, so kämpfen wir generell gegen Nazis überall. Und wo waren die größten Nazis? In Deutschland. Und Mhm. diese Versöhnung, die wir in den letzten Jahrzehnten seit Gorbatschow erlebt haben, die ich auch erlebt habe, an der ich mitgeschrieben habe als Chronist, als Journalist, diese Versöhnung, die wirklich tatsächlich stattgefunden hat. Und es gab sehr viele gute Verbindungen zwischen deutschen Organisationen und russischen Organisationen, zivilgesellschaftlichen, zwischenmenschliche Beziehungen. Das hat der Krieg in der Ukraine und die Propaganda, die Hasspropaganda gegen die Ukraine und gegen den Westen praktisch weggewischt. Und je mehr die putinsche Medien dieses Narrativ verbreiten, der Krieg in der Ukraine ist eigentlich die Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges, nämlich des Kampfes gegen den weltweiten Faschismus, desto logischer ist es, dass die Einstellungen zu Deutschland immer negativer werden. Das ist also meine Erklärung für diese Verschiebung. Des Weiteren, ich will noch mal daran erinnern, ja, was ich vorhin gesagt habe, dass in der Spitzengruppe der unfreundlichen Staaten außer den USA alles nur Europäer sind. Das ist eine weitere Verschiebung in der russischen Wahrnehmung, bewirkt durch die Propaganda, dass die größten Feinde Russlands in Europa sitzen und in erster Linie in der EU. Mittlerweile spricht man in Russland von Eurofaschismus, was immer das auch heißen mag, aber die Idee ist, überall hätten sich in
den Führungsriegen der Europäer, in den Regierungen der Europäer Faschisten eingenistet. Und was ich beobachte, ist eine gezielte Diffamierung, gezielte Angriffe auf die Person von Ursula von der Leyen. Und ich erkläre mir das sowohl durch ihre Funktion, nämlich der Kommissionspräsidentin, also der leitenden Figur der EU, und die EU ist ein Hassobjekt für den Kreml, und zudem ist sie auch eine Deutsche. Also das beides zusammen führt dazu, dass gerade auf Ursula von der Leyen viele Angriffe in den russischen Medien, in den russischen Propagandasendungen gefahren werden. Mhm. Das ist wirklich ein düsteres Bild, was du da zeichnest. Also weil für mich stellt sich dar, dass die Propaganda eine Kriegswaffe ist, die die Russen einsetzen, und zwar so effektiv. Also die ist viel effektiver als alle möglichen Marschflugkörper und Raketen, denn damit kann man die Köpfe der eigenen Bevölkerung, vor allem aber auch die Köpfe der Feinde, für die Russen wahrgenommenen Feinde, verändern und verdrehen. Deswegen ist diese Propaganda eigentlich die, würde ich fast sagen, schrecklichste Waffe, die die Russen überhaupt haben. Würdest du mir dazu stimmen bei dieser? Also ich würde leider die Zerstörungskraft der eigentlichen Waffen, die auf die Ukraine herniederprasseln, nicht unterschätzen. Ich will das nicht kleinreden. Ja, aber äh, du hast völlig recht, und ich schreibe das auch in meinem Buch, dass mit eines der größten Verbrechen von Putin, meiner Meinung nach, ist, dass er dermaßen die russische Gesellschaft transformiert hat in diesen Hass gegen die Außenwelt, diesen Hass gegen Europa, gegen die Ukraine. Also dieser Stempel des Hasses, der Abgrenzung, des Misstrauens, dieser Stempel ist so stark, dass er in absehbarer Zeit nicht abzuwaschen sein wird. Was ich damit meine, wir sind, glaube ich, in der Diskussion, die auch die deutschen Medien, sehr auf Putin fixiert. Mhm. Und das erzeugt eine Illusion. Sobald Putin weg ist, wie auch immer, wird sich das schnell ändern. Mhm. Ich habe die Befürchtung und stütze mich da auf meine Analysen und auch auf solche Umfragen, die wir gerade besprochen haben, und auch auf eine weitere, die wir besprechen wollen. Das wird nicht so schnell weggehen. Also ob mit oder ohne Putin, der Putinismus, ob er so heißen wird, ist eine andere Ja. Frage. Der Putinismus wird weiter existieren. Ja. Und wenn man Pläne für eine Neuordnung in Europa, und es ist ja jetzt eine Neuordnung, und der Beitritt der Ukraine, der geplante Beitritt der Ukraine in die EU, wann immer er auch stattfinden wird, ist auch ein Teil dieser Neuordnung. In dieser Neuordnung oder bei dieser Neuordnung muss man natürlich dieses Weltbild, das sich da in Russland verfestigt hat. Es ist ja nicht aus luftleerem Raum entstanden, aber es hat sich unter Putin verfestigt. Das muss man berücksichtigen, und das ist eine traurige Schlussfolgerung, dass man gegen diese Propaganda und gegen die Früchte dieser Propaganda sehr schwer ankommen wird. Es wird Jahre, viele Jahre dauern, um dieses Weltbild bei der russischen Mehrheitsgesellschaft zu verändern. Ja, Generationen kann man doch schon fast sagen. Also wenn ich unser Beispiel als Deutscher nehme, ich habe selbst also mein Vater hat als 14-jähriger Hitlerjunge musste er dann damals in den Krieg. Und ich habe die Geschichten aus dem Nazireich nur aus dem Geschichtsunterricht und von Erzählungen mitbekommen. Aber die Propaganda, die Adolf Hitler damals in die Köpfe der Deutschen gepflanzt hat, die wirkt ja lange nach, oder sie ersteht auch jetzt scheinbar wieder auf. Es gibt ja inzwischen wieder mehr Nazis, auch in Deutschland, muss man noch, glaube ich, sagen. Also ich, Aber die vollumfängliche Nazi-Propaganda hat ja nur 12 Jahre gewirkt. das wollte ich sagen gerade, Und richtig. Putin ist schon 25 Jahre an der Macht, Das, also doppelt so viel. Und er baut auf viel mehr äh, negativen Einstellungen zum Westen, als es, sagen wir, Hitler hat, obwohl auch im
Kaiserreich und in der Weimarer Republik revanchistische, antisemitische Stimmungen gegeben hat, aber antiwestliche Stimmungen, wie sie in der Sowjetunion waren, so stark waren sie in Deutschland vor 33, meiner Beobachtung, nicht. Das ist auch meine Beobachtung. Und ich muss man noch dazu sagen, Hitler hatte nicht die Mittel, die heute Putin hat mit dem Internet, dass er weltweit die Meinungen und die Köpfe verändern kann. Und das finde ich eine ganz, ganz gefährliche Sache. Und deswegen nochmal, die Propaganda ist eine extrem wirkungsvolle, wirksame und grausame und lang anhaltende Waffe, die großen Schaden anrichtet. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso wir so wenig Augenmerk auf diese Propaganda legen. Also du hast in deinem Buch, äh, ich halte es nochmal hoch, in dem Buch hast du ein Kapitel auch der Propaganda gewidmet und es gibt die zum Beispiel auf Arte oder der Gegenpropaganda, muss man sagen, also die Menschen, die sich journalistisch mit der Propaganda, der russischen Propaganda auseinandersetzen. Da fällt mir jetzt Mascha Bolsonova ein von Arte, die, die eine wunderbare Sendung macht, die irgendwo aber in der Nische ist. Auf YouTube kann man sie ab und zu mal sehen. Ich finde, wie erklärst du dir, dass in der großen öffentlichen Debatte oder in den Medien so wenig auf die russische Propaganda eingegangen wird? Nun, ich habe nicht das Gefühl, dass die russische Propaganda nicht ins Blickfeld der deutschen Medien und der deutschen Journalisten gerückt ist. Allein schon das Beispiel von Mascha Borsonova und ihrer ständigen Rubrik bei Arte, das kann man sowohl bei Arte als auch bei YouTube sehen. Tue ich auch, weil ich finde Mascha Borsonova eine sehr gute Journalistin. Ich schaue sie mir sowohl in Russisch als auch in Deutsch an, weil sie macht Sendungen sowohl in der einen als auch in der anderen Sprache. Ich glaube auch viele andere deutsche Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Russland befassen. Also die echten Experten, nicht die Russlandversteher, sondern die tatsächlich was vom Metier verstehen. Mhm. Sie verweisen sehr viel auf die russische Propaganda. Äh, Ich glaube, vielen Deutschen fällt es schwer zu glauben, dass Propaganda dermaßen massiv allgegenwärtig sein kann. Aber Russland ist auch nicht nur ein mafioser Staat, sondern auch ein Propagandastaat. Das war schon die Sowjetunion, das ist nicht neu. Propagandastaat, ich würde es vielleicht so erklären, es ist der Versuch, durch Propaganda Probleme zu lösen oder zumindest zu versuchen zu lösen, die man anders nicht lösen kann. Ein konkretes Beispiel aus dem heutigen Russland. Russland hat ein demografisches Problem. Eine alternde Bevölkerung ist nicht neu für Industriestaaten, eine schrumpfende Bevölkerung. In solch einer Situation ist das Letzte, was man eigentlich tun müsste, Krieg führen und junge Männer an die Front schicken. Das will man aber nicht ändern, das will Putin nicht ändern. Stattdessen versucht er mit Propaganda eine Geburteninitiative, nenne ich mal so, auf den Weg zu bringen. Also aus allen Rohren praktisch, Entschuldigung für diesen vulgären Ausdruck, wird jetzt das Gebären von Kindern propagiert. Man kann sicherlich Geburtenstimulierung auch anders betreiben, nämlich finanzielle Mittel, Wohnungen zur Verfügung stellen und so weiter. Dazu hat Putin weder Zeit noch Lust noch Geld. Das Geld braucht er für den Krieg. Also muss die Propaganda her, um die Menschen zu überzeugen, sie müssen jetzt so viel wie möglich Kinder kriegen. Ein Beispiel aus der Sowjetzeit. Äh, Man versuchte, die USA unter Khrushchev waren nicht die schlechtesten, nicht die allerschlechtesten Zeiten in der Sowjetunion, besonders im Vergleich zur Stalinzeit, die davor war. Man hatte die Losung, die USA ein- und überholen in der Produktion von Lebensmitteln. War völlig absurd, war nicht in der Lage, die sowjetische Landwirtschaft. Was macht man stattdessen? Wenn man nicht besser sein kann als die USA, macht man die USA in der Propaganda schlechter. Also es wurde ständig geredet davon Mhm. und das sehen wir auch heute. Die meisten Umweltkatastrophen passieren in Europa und in den USA, nicht in Russland. Die meisten Probleme
haben die kapitalistischen Länder, in der Sowjetunion war das so, und nicht die Sowjetunion. Das ist Propagandastaat. Man löst nicht die Aufgaben, die vor einer Regierung stehen. Man erzählt massiv darüber, dass es anderen schlecht geht oder schlechter geht und deshalb die eigenen Leute sich besser fühlen sollten. Das ist Propagandastaat und ich glaube, die Deutschen, vor allen Dingen die Westdeutschen, die seit 8 Jahrzehnten in einer Demokratie leben, haben das Gefühl, etwas verloren, Gott sei Dank eigentlich, was Propaganda eigentlich ist. Und deswegen können sie oft nicht nachvollziehen, wie massiv diese Propaganda in Russland funktioniert. Ja, du bist aber Journalist und du bist westdeutscher Journalist und der Wahrheit verpflichtet. Und du kennst aber auch, wie wahrscheinlich kaum oder nicht viele, gleichzeitig auch die russische Denkweise und die russische Arbeitsweise im dortigen Journalismus, muss man in Anführungszeichen sagen. Denke ich mal, Journalismus ist gleich Propaganda dort. Und wie kann ein russischer Journalist überhaupt arbeiten, wenn er oder glauben diese Menschen selbst, dass das, was sie erzählen, wahr ist? Oder sind sie sich ständig darüber bewusst, dass sie lügen? Man sieht es sehr selten, dass Leute dort in Russland protestieren gegen ihre Arbeit oder gegen ihre Lügen. Und Das ist die Frage, die ich mir selber oft stelle. Glauben die Leute daran, was sie in den Medien verbreiten? Diese Frage ist besonders heikel oder schmerzhaft für mich, weil so manche dieser Journalisten, dieser Top-Propagandisten ich aus meiner journalistischen Jugendzeit kenne. ja. Zwei Top-Hasser des Westens waren stellvertretende Chefredakteure von Moskowski Novosti. Du hast die Zeitung erwähnt, das war so einer der Glasnost-Vorreiter, wie es so schön hieß. Sie waren meine unmittelbaren Chefs. Wir arbeiteten also damals Schulter an Schulter an der Perestroika, an der Annäherung zum Westen, an der Öffnung Russlands, an Gorbatschows Idee von gemeinsamen Haus Europa. Mhm. Ich bin Europäer geblieben, habe mich immer mehr zu einem Europäer entwickelt. Sie sind jetzt, diese beiden konkreten Personen, sind jetzt aktive Europahasser und Propagandisten. Ist es Überzeugung? Ist es Geld? Ist es Opportunismus? Ich glaube in vielen Angst. Fällen sowohl als auch Angst vielleicht weniger. Ich habe das Gefühl, dass sich viele der anfangs liberalen Journalisten, die jetzt an den Schalthebeln der russischen Propaganda sitzen, sich kaufen ließen. Ganz banal, weil die Gehälter, die Top-Propagandisten in Russland bekommen, sind richtig groß. Und Wladimir Solowjow, du hast gesagt, man schreibt wenig über die russische Propaganda. Ich glaube, bei vielen ist der Name Wladimir Solowjow mittlerweile bekannt. Das ist Ja. der wohl Top-Propagandist Putins. Der hatte seinerzeit eine Villa am Koma See. Also er hatte durchaus sowohl das Geld, um sich eine solche Immobilie zu leisten, als auch den Geschmack, im Norditalien seine Ferien zu verbringen. Äh, Hat dann aber das aufgegeben, wohl für noch größeres Geld, aber es wäre vielleicht zu primitiv zu sagen, dass die Leute nur des Geldes wegen an dieser Maschinerie teilnehmen. Ich glaube, da ist einerseits bei einigen Überzeugung und der großrussische Gedanke, und das ist ja das, worüber ich im Buch sehr viel schreibe, diese Idee, dass wir Russen ein letztendlich auserwähltes Volk sind und durch die Größe unseres Landes, durch die Wahrhaftigkeit unserer Religion, des orthodoxen Glaubens, durch die tolle Literatur, die wir hervorgebracht haben, eigentlich eine Führungsposition in der Welt einnehmen müssen. Ich glaube, das hat ziemlich viele äh, Journalisten in Russland mitgenommen, mitgerissen. Und dann würde ich sagen, es gibt noch eine andere mögliche Erklärung, dieser intellektuelle Zynismus.
Es ist für mich eine Herausforderung zu beweisen, dass die weiße Wand eigentlich schwarz ist. Ich sozusagen, das ist etwas, wo ich meine Gerissenheit, meine Intellektualität, meine visionärhafte Arbeit beweisen kann. Geben Sie mir, Wladimir Wladimirovich Putin, eine Aufgabe, und ich werde beweisen, dass die Ukraine von Nazis eingenommen worden ist oder dass die Deutschen von Nazis regiert werden. Das ist eine intellektuelle Herausforderung. Ich glaube, diesen diesen Grad des Zynismus sollten wir in den russischen Medien und bei den russischen Medienmachern nicht unterschätzen. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ich kenne die nicht so sehr wie du, aber ich habe einmal eine Aufnahme gesehen von Solovyov, wie er in seiner Limousine sitzt und vollkommen geschockt ist über eine Aktion, die die Ukrainer jetzt gebracht haben. Und ich weiß nicht mehr genau, was der Zusammenhang war, aber er steht vollkommen hinter dem, was er sagt. Da bin ich mir fast sicher, wenn ich so als Hobbypsychologe mich da betätigen will. Ähm, Aber eigentlich ist es ein Rätsel, wie vieles jetzt nicht nur bei den Medienmachern, sondern auch in den Köpfen der gebildeten, intellektuellen Russen zusammenkommt. Und ein Kapitel in dem Buch, das du dankenswerterweise erwähnt hast, heißt bei mir eine Nation mit wirrem Weltbild. ja, Ich versuche das zu erklären, dass äh, die Wahrnehmung der Außenwelt und auch der eigenen Rolle auf diesem Planeten und dieser Welt bei vielen Russen sehr wirr ist. Das ist ein Ergebnis verschiedener Einflüsse, sicherlich, natürlich auch vielleicht in erster Linie der Propaganda, aber wir sollten nicht versuchen oder wir sollten nicht uns der Illusion hingeben, dass es da ein sehr logisch durchdachtes Weltbild. Es ist ein sehr das ist absolut. Ja. zusammengewürfeltes, widersprüchliche, manipulierbares Weltbild. Und ständig sich veränderndes auch. Und Ja, die ja. Meinung von jetzt ist die gegenteilige Meinung von nachher. Genau, was wir vorhin besprochen haben. Die USA waren 20 Jahre lang Ja, Erzfeind. Auf einmal rutschen sie in diese Tabelle ab, ja. weil Putin gesagt hat, wir werden jetzt mit Trump einen Deal machen. Und der Deal ist noch gar nicht da und der wird wohl auch nicht stattfinden, wie die neuesten Entwicklungen zeigen. Aber schon hat man mehr Sympathie für die USA, als man bislang hatte. Ja, und diese ständigen Widersprüche, hat jeder seine eigene Strategie, damit umzugehen. Manche sagen, ich höre keine Nachrichten mehr, lass mich in Ruhe. Und die anderen gehen noch weiter in dieses Kaninchenloch rein, in das Rabbit Hole. Und äh, es geht ja auch auf die einfache Bevölkerung zurück. Du hast mir auch dankenswerterweise einen Link geschickt zu einem ZDF-Bericht von letztem Jahr noch, von 2024, der extrem sehenswert ist. Eine Frau ist angeklagt. Sie ist 72 Jahre alt, Kinderärztin. In Moskau vor Gericht hinter Glas wie eine Kriminelle. Bis zum Beginn der Verhandlung in Handschellen. Nadjezhda Bujanowa in Russland im Rampenlicht der Medien. Und in diesem Bericht wird gezeigt, wie Menschen denunziert werden, anonym denunziert werden und dann einfach in diesem berühmten Glaskäfig sitzen vor Gericht und dann ab ins Lager. 6 Jahre bekommen sie da zurzeit ständig. Das erinnert mich unglaublich an die Geschichten, die man aus der Stalin-Ära hört. Ich habe hier auch noch ein ganz anderes, unglaublich wichtiges Buch von Alexander Solschenizyn, Der Archipel Gulag. Und da beschreibt Solschenizyn die grausamen Zustände und die millionenfachen Deportierungen von Menschen ins Lager und die meisten davon sind nie wieder zurückgekehrt. Oder man bekommt es ja mit, wenn man sich damit befassen möchte, bekommt man mit, dass in Russland ein Denunziantentum inzwischen herrscht. Wer die falsche Meinung hat, kann ins Lager abwandern. Ist aber ganz schnell, ehe du dich versehen hast. Also lieber nicht die gleich falsche Meinung haben. Und das erschreckt mich wirklich. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass hier in Deutschland bei uns, aber wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern, nicht genug Bewusstsein bei den Menschen erzeugt wird, mit welcher Gefahr wir es da zu tun haben. Stichwort Stalin. Die Ja, zweite Umfrage, die wir
im Vorgespräch beschlossen haben, hier etwas ausführlicher zu analysieren, kommt von demselben Levada Center. Und wenn man, sagen wir, bei Umfragen über die Popularität Putins sagt, wie kann man in einem autoritären oder totalitären Staat die Leute fragen, wie schätzen Sie Putins Tätigkeit ein? Natürlich werden alle sagen, finde ich gut, weil sie Angst haben. Da ist was dran an dieser Sichtweise. Allerdings die Popularität Putins in verschiedenen Umfragen war schon eigentlich seit der Krim-Eroberung 2014 sehr stabil. Das war ja auch der Höhepunkt seiner Popularität. Nicht der wachsende Wohlstand nach seinen ersten beiden Amtszeiten, also 2008 gingen sie zu Ende. Das ist bemerkenswert. Nicht der Wohlstand hat Putin die größte Popularität in Russland gebracht, sondern die Eroberung der Krim Das bedenke ich. 2014. Mhm. Und jetzt hat Levada im Juni eine Umfrage veröffentlicht, die etwas weniger in den deutschen Medien beachtet wurde als die wir vorhin besprochen haben, nämlich dass Deutschland jetzt auf Platz 1 der unfreundlichsten oder feindlichsten Länder gelandet ist, die aber meiner Meinung nach es, wie es so schön heißt, in sich hat und vieles aussagt über die Stimmungen im Russland. Und sie ist nachvollziehbarer, weil es hier eigentlich eine neutrale Geschichte ist. Nämlich, es ist eine repräsentative landesweite Umfrage und die Leute wurden gefragt oder gebeten, nennen Sie 10 herausragende Persönlichkeiten aller Völker, aller Zeiten, also der Weltgeschichte. Aller Völker, aller Zeiten. Jeder konnte also die nennen, die ihm am besten einfallen. Ich habe das hier jetzt vor mir, ich habe es ausgedruckt und vor mir liegen. An erster Stelle ist Stalin. Bei 42% der Befragten kam er unter die 10 herausragendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Unfassbar. An zweiter Stelle ist Putin mit 31%. An dritter Lenin mit 28%. Was hier besonders ist und worauf die Soziologen von Levada die Aufmerksamkeit des Lesers lenken. Ich sagte ja, es ist ein renommiertes und schon lange arbeitendes Institut. Die Frage nach den größten Persönlichkeiten der Welt stellen sie immer wieder, seit mehreren Jahrzehnten. So waren im November 89 der Höhepunkt der Perestroika. In Deutschland ist gerade die Mauer gefallen. Russland, die Sowjetunion öffnet sich dem Westen. Stalin hielten für einen herausragenden Mann 12%. Jetzt 42%. Ja, ja. Ja, was sagt uns das über die Entwicklung der Stimmungen im Land? Bei Putin auch eine sehr interessante Sache. Im Mai 21, also weniger als ein Jahr vor dem vollumfänglichen Angriff auf die Ukraine, hatten nur 15% Putin auf dem Zettel als einen der größten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Mittlerweile 31%, eine Verdopplung. Also der Krieg in der Ukraine, der große Krieg in der Ukraine, hat Putin eine, wenn wir das als Popularität bezeichnen können, eine Verdopplung seiner Popularität gebracht. Und, was ist auch sehr interessant, bei der älteren Bevölkerung steht Stalin an erster Stelle und Putin wird weniger öfter genannt. Bei den Jungen, vor allen Dingen auch bei denen zwischen 18 und 24 Jahren, steht Putin an erster Stelle und nicht Stalin. Zurück zu Stalin, besser gesagt zu dieser Umfrage, denn da hat mich auch etwas sehr beeindruckt, negativ beeindruckt. Levada veröffentlicht die 20 Spitzenreiter in dieser Gruppe, also gefragt wurden nach 10 herausragenden Persönlichkeiten. Levada listet die 20 Namen auf. Und von diesen 20 Namen sind nur 2 nicht
Russen beziehungsweise Ausländer. Und das ist für mich ein Beleg dieses auf sich fokussierten russischen Weltbildes. Wir sind das Zentrum der Welt. Wir sind die Führungsmacht der Welt. Sehr interessant. Wir waren es immer schon. Wir waren es, weil wir den wahren orthodoxen christlichen Glauben haben, im Unterschied zu den Katholiken oder den Protestanten. Das war dann nach der Oktoberrevolution was anderes, nämlich wir sind die fortschrittlichste Kraft der Welt, weil wir den Marxismus-Leninismus haben und der Kapitalismus geht seinem Ende entgegen und wir sind die Führungsmacht der Welt. Ein Gedicht, populäres Propagandagedicht aus der Sowjetunion, das fast jeder kannte, beginnt mit den Worten: Die Welt beginnt bekanntlich am Kreml. Gut, die Sowjetunion, der Marxismus-Leninismus ist zusammengebrochen, obwohl wir sehen, Lenin ist nach wie vor unter den 3 größten Persönlichkeiten nach der Meinung der heutigen Russen. Er ist ja auch hinter Stalin in diesem Moskau-Denkmal in der U-Bahn zu sehen. Lenin direkt hinter Stalin. Richtig. Aber jetzt ist wieder die Renaissance des russisch-orthodoxen Glaubens, wieder diese Vorstellung, wir haben den einzig wahren christlichen Glauben im Unterschied zu Europa, das das Christentum verraten hat. Und diese Vorstellung, wir haben die beste Literatur, wir haben die beste Wissenschaft, ist etwas, worauf Putin aufbaut und eine neue Ideologie versucht zu kreieren, über die ich in dem Buch schreibe, nämlich sie wird also in dem Wort ausgedrückt, Staat mit eigenständiger Zivilisation. Soll heißen, wir sind so einzigartig, so besonders, wir sind eine selbstständige Zivilisation, deswegen gehen uns auch die Gesetze der Weltgemeinschaft eigentlich gar nicht an. Wir leben nach den Gesetzen unserer eigenen Zivilisation. Und dieses propagandistisch-politische Narrativ spiegelt sich in dieser Vorstellung wider, dass die größten Persönlichkeiten der Welt fast alles nur Russen bzw. Bürger Russlands oder der Sowjetunion waren. Es gibt, wie gesagt, nur 2 Ausländer und keiner hat es in die Top 10 geschafft. An 11. Stelle ist Albert Einstein und an 18. Stelle ist Isaac Newton, der große britische Physiker. Zeugt dieses Weltbild nur von dieser Selbstfixiertheit oder von wenig Gebildetheit? Aber ich habe mir, als ich mir diese Umfrage angeguckt habe, gedacht, wen könnte ich erwähnen? Aristoteles, Konfuzius, Avicenna, Gandhi, Homer, Jesus Christus nicht vergessen. Shakespeare, also da kämen schon eine ganze Menge Leute, Mozart, Bach, da kämen schon eine ganze Menge Leute in den Sinn. Hier sind es sicherlich teilweise sehr angesehene Leute, auch Wissenschaftler wie Lomonossow oder Mendeleev. Es sind aber auch Herrscher wie Peter I. oder Ekaterina die Große. Bei Herrschern weiß man nie so genau, will man sie haben oder will man sie nicht haben in solch einer Liste. Aber was bei Peter I. auch sehr interessant ist, seine Popularität, seine Werte gehen in dieser Zeitleiste kontinuierlich zurück. Und ich erkläre mir das damit, dass Peter der Große nicht nur als ein der das Imperium, das russische Imperium erschaffen hat, wahrgenommen wurde, sondern jener, der, um mit Puschkin zu sprechen, das Fenster nach Europa geöffnet hat. Mhm. Und seine Popularität, also dessen, der das Fenster nach Europa geöffnet hat und der Russland versuchte zu europäisieren, obwohl oft zu oberflächlich, seine Popularität geht zurück, während die Popularität von Stalins, beziehungsweise das Anerkennen, dass er die größte Persönlichkeit der Weltgeschichte war, immer weiter in die Höhe geht. Das sind Trends, die mich immer mehr darin bestärken, dass Russland sich in eine Richtung entwickelt, die Russland wegführt von Europa.
Und die Vorstellung, Russland ist Teil Europa, die denken ja eigentlich genauso wie wir Europäer. Äh, davon müssen wir uns verabschieden. Äh, was ich als Perspektive sehe, ist man sollte versuchen, zumindest eine friedliche Koexistenz im Kalten Krieg. Ich glaube, das ist das Beste, was wir in den nächsten Jahren hinbekommen könnten in den Beziehungen zu Russland. Ja. Aber die Hoffnungen, dass es so sein könnte, wie beispielsweise Anfang des 21. Jahrhunderts mit dieser massiven Annäherung, mit diesen wirtschaftlichen, zwischenmenschlichen, wissenschaftlichen Beziehungen, das ist auf absehbare Zeit, auf viele absehbare Jahre nicht mehr realistisch. Ja, sehr erschreckend. Du sprichst den Kalten Krieg an und diesen eisernen Vorhang, der da existiert hat und der Und ja der auch, jetzt wiederkommen wird ja, und aber wiederkommt. der muss erstmal auch tatsächlich auch errichtet werden, dieser eiserne Vorhang. Und der wurde ja einerseits errichtet durch eine echte Abschottung und gleichzeitig aber auch durch ein militärisches Gegengewicht durch die NATO, sodass die Russen nicht das Gefühl bekommen konnten, wir können uns jetzt hier militärisch noch weiter ausdehnen. Propagandistisch können sie das immer versuchen, aber so offen wie jetzt waren wir noch nie. Äh, ich spreche das Militärische deswegen an, weil mir fällt eben eine andere Sache ein. Putin hat ja jetzt auf dem Petersburger Gipfel, den es jetzt gab, neulich, hat er gesagt, es gibt eine alte Regel, wo ein russischer Soldat seinen Fuß hinsetzt. Das gehört uns. In diesem Sinne gehört die ganze Ukraine uns, sagte Putin. Aber das mit diesem russischen Soldat, der seinen Fuß irgendwo hinsetzt, da müssen wir uns als Deutsche doch an sich auch angesprochen fühlen, denn schließlich war die DDR ja auch mal komplett von russischen Soldaten besetzt. Christoph, Putin, genau das Putin ist möchte sein wichtig. Imperium wieder haben. Putin hat ja, wenn wir genau übersetzen, was er gesagt, er hat gesagt, es gibt nicht nur eine alte Regel, es ist eine uralte Regel. Also es ist Eine nicht uralte. bezogen, nicht nur auf die heutige Situation in der Ukraine. Der Fuß des russischen Soldaten, um bei Putin zu bleiben, stand nach 45 überall in Osteuropa, bis an die Elbe. Mhm. Und diese sehr klaren Worte, die er gesagt hat, zeugen davon, dass in Kreml und um den Kreml herum, sicherlich auch in der russischen Gesellschaft, revanchistische Stimmungen herrschen, die davon träumen, dass Russland wieder die Kontrolle über all die Territorien bekommt, wo einst der Fuß des russischen Soldaten stand, nämlich über Osteuropa. Und wenn wir uns daran erinnern, im Dezember 21, also 2 Monate vor dem Großangriff auf die Ukraine, gab es dieses auf den ersten Blick absurde russische Ultimatum, die NATO sollte sich auf die Grenzen von 97 zurückbewegen. Ich erinnere mich sehr gut. Es war im Grunde genommen, wenn wir jetzt dieses Zitat von Putin nehmen, setzt sich das Mosaik zusammen, Ja, das absolut. Puzzle. Und, Die Vorstellung, die Wahnvorstellung, können wir auch dieses Wort benutzen, aber es ist ein sehr konsequenter Wahn. Russland will nicht die Sowjetunion herstellen. Putin hasst die Sowjetunion, weil es ein Vielvölkerstaat war mit den Möglichkeiten der Republiken. Er hasst ja Lenin im Unterschied zu großen Teilen der russischen Bevölkerung, weil er die Ukraine als selbstständigen Teil der Sowjetunion zugelassen hat. Das hat er ja in seinen Reden mehrmals unterstrichen. Putin will nicht die Sowjetunion herstellen. Er will den Einfluss der Sowjetunion wiederherstellen. Und die Popularität Stalins, von der wir gesprochen haben, ist ja nicht die Popularität, weil er den Gulag gemacht hat. Du hast vorhin Alexander Solzhenitsyn in seinem Buch gezeigt, das heute fast vergessen ist in Deutschland, aber in den 70er Jahren ein Bestseller war in Deutschland, monatelang, was davon zeugte, dass sehr viele Deutsche, Westdeutsche, dieses Buch lesen wollten, um zu verstehen, was da in der Sowjetunion gelaufen ist. Stalin wird verehrt von 42% der Befragten, wie wir es vorhin besprochen haben, weil er den Sieg gebracht hat.
Und für den Sieg kann man Opfer bringen. Und das ist auch eine Erklärung, warum die russische Gesellschaft relativ gelassen auf die vielen Opfer in dem jetzigen Ukraine-Krieg blickt, die eigenen Opfer wohlgemerkt. Man will den Sieg. Aber was sie vergessen bei dieser Darstellung des Sieges, die vergessen, dass die Amerikaner sie komplett mit Waffen unterstützt haben, mit dem Lend-Lease-Act. Und sie vergessen auch, dass es die Alliierten gab, die von Westen her das Nazireich von Adolf Hitler mit besiegt haben, unter Führung der Amerikaner. Das Christoph, vergessen die darf Russen darf komplett. ich dich etwas korrigieren? Sie wollen es nicht wissen. Oder sie wollen Sie es nicht. wollen es nicht wissen. Und vergessen es sehr schnell, obwohl in der Perestroika-Zeit und auch danach sehr viele Studien, Artikel darüber gab, wie groß die Bedeutung der Alliierten war und das Lend-Lease, das hast du erwähnt, also der Waffen- und Versorgungslieferungen von den USA. Äh, den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, nicht den großen Vaterländischen Krieg, den großen Vaterländischen Krieg hat die Rote Armee gewonnen, weil sie das Land befreit hat. Aber den Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten gewonnen. Mhm. Und das wird, und das ist auch ein Teil der Propaganda, immer mehr in den Hintergrund geschoben. Ein Höhepunkt dessen haben wir letztendlich gesehen bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über Hitlerfaschismus, dass die Alliierten eine so große Rolle im Kampf gegen die Nazi-Herrschaft gespielt haben, passt nicht in dieses Bild. Wir Russen, sind die absoluten Sieger in dieser Welt, die tollsten Krieger. Wir haben immer Siege davongetragen und der größte Sieg in der Weltgeschichte, den haben wir davongetragen, nämlich wir haben Nazi-Deutschland besiegt. Du hast völlig recht, das wird viel zu wenig berücksichtigt. Daher auch diese Fokussierung auf Stalin. Stalin gleich Sieg und von Putin erwartet man auch einen Sieg. Und das ist auch eine Erklärung, warum Putin so wenig auf irgendwelche Verhandlungsvorschläge von Trump eingeht. Er hat noch nicht den Sieg eingefahren, den er der Bevölkerung verkaufen kann. Und er will noch in der verbleibenden Zeit, bevor die Sanktionen eventuell massiv verschärft werden und bevor die eigenen wirtschaftlichen Kräfte nachlassen, doch etwas erreichen, was er der Bevölkerung und den Geschichtsbüchern als Sieg verkaufen kann. Da hast du jetzt gerade einige Stichworte geliefert. Wirtschaftliche Situation in Russland, das ist ein Thema, was mich auch wirklich sehr interessieren würde. Das wäre wahrscheinlich ein weiteres Gespräch dann, weil du bist ja auch Wirtschaftsexperte gerade für Russland. Und du hast noch gesagt, Trump. Trump ist ja für mich hanebüchen russlandfreundlich gewesen und hat mit seinen Aktionen sehr der Ukraine geschadet in in der letzten Zeit. Und jetzt aber seit neuestem gibt es eine Entwicklung, dass Trump jetzt scheinbar die Geduld verloren hat mit Putin, wie Mhm. man dann immer in den Medien sagt, und dass er jetzt tatsächlich sein Verhalten ändert. Ist da was dran? Wie siehst du das? Oder Ich glaube ist schon. das nur eine Seifenblase? Gut, bei Trump weiß man nie so recht, dass er eine Affinität für Putin hatte. Das war völlig klar. Anscheinend schwebte ihm Putin als sozusagen das Beispiel eines erfolgreichen autoritären Führers vor. Allerdings, Putin ist ja nun alles andere als erfolgreich. Im Grunde genommen ist er ein historischer Loser, weil er führt mittlerweile schon fast 4 Jahre Krieg oder bald im Januar wird es genauso lange Krieg geben, wenn der Krieg davor nicht zu Ende geht, wie der große Vaterländische Krieg gegen Hitler-Deutschland lief. Und er wollte die NATO verdrängen, hat aber die Finnen und die Schweden in die NATO gescheucht, würde man fast sagen. Also er hat fast nichts von dem, was er erreichen wollte, erreicht. Trotzdem empfand Trump eine Art Hochachtung gegenüber Putin. Aber ich glaube, Putin hat den Bogen überspannt, weil er noch nicht diesen Sieg hat. Er wollte diesen Sieg haben. Er wollte immer mehr
Territorien haben, wo der Fuß des russischen Soldaten hintritt in der Ukraine. Und ich glaube, sowohl Trump, oder hoffe zumindest, dass sowohl Trump die Geduld verloren hat oder verliert und enttäuscht ist, davon spricht er ja selber, als auch der Druck von dem politischen Establishment der Republikanischen Partei zugenommen hat, auf Trump endlich mal diese Putin-Verliebtheit abzulegen und es nicht zuzulassen, dass Russland in der Ukraine gewinnt, was wiederum eine Niederlage der USA und somit auch Trumps wäre. Also ich versuche das in diese Richtung zu interpretieren. Also das sind ermutigende Aussichten. Äh, Jetzt nochmal der Blick zurück in die Geschichte. Eiserner Vorhang, wie der entstanden ist. Mir fällt noch ein anderes Buch ein, was ich auch mal ganz kurz in die Kamera halten möchte. Und zwar hier Memoiren eines Diplomaten von George F. Kennan. George F. Kennan war ein intimer Kenner Russlands und war deutscher Botschafter, hat an der Amerikanischer Botschafter war in Moskau. amerikanischer Botschafter in Moskau, aber hat auch unter Nazi-Deutschland gelebt. Und er hat während der Roosevelt-Zeit hat er immer sehr darunter gelitten unter der Naivität der Roosevelt-Administration, dass sie auch immer dieses Appeasement und dieses Russland verstehen haben wollten und immer Russland verstehen. Und das hat auch nicht aufgehört. Erst als dann die Truman-Administration kam nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie George F. Kennan gefragt, den Botschafter in Moskau, wie ist es denn da? Was sind die Russen für Leute da? Und dann hat George F. Kennan in seinem Buch, sehr lesenswertes Buch, geschrieben, sie wollen erfahren, was Russland für ein Land ist. Bei Gott, sie sollen es erfahren. Und dann hat er sich hingesetzt und ein Telegramm geschrieben, was in die Geschichte eingegangen ist unter dem Namen Das lange Telegramm, 30 Seiten, DIN A4 oder so, also unglaublich. Und das Telegramm hat zu einem totalen Umdenken in der Truman-Administration geführt. Und letztendlich war George F. Kennan derjenige, der die Eindämmung Russlands vorgeschlagen hatte. Eindämmung. Und der hat auch den Marshallplan initiiert. Der Name des Außenministers Marshall damals ist der Namensgeber, aber der Initiator war George F. Kennan von diesem Marshallplan. So, und ich sage das deswegen, weil eigentlich brauchen wir sowas jetzt auch, finde ich. Wir müssen das eindämmen. Wir müssen die Russen eindämmen. Christoph, es ist toll, dass du diesen Ausdruck benutzt hast, eindämmen. Den habe ich auch in einem Artikel neulich benutzt, weil viele Deutsche haben, und das macht sie auch sympathisch, eine Antipathie zu dem Ausdruck Abschreckung, weil die Deutschen wollen nie mehr weltweit Schrecken verbreiten. Deswegen rein instinktiv sagen sich viele, Abschreckung ist nicht unser Weg, das wollen wir nicht. Eindämmung ist genau das richtige Wort aus der Zeit des Kalten Krieges oder des ersten Kalten Krieges, wenn wir uns so ausdrücken können. Und das ist die Aufgabe, die jetzt vor Europa steht. Wir sprechen ja über Europa in erster Linie. Eindämmung. Also versuchen wir es als Synonym für Abschreckung zu verwenden. Eindämmung hat sowohl die militärische Komponente als auch die ideologische, die Wertekomponente, den Kampf sowohl gegen Cyberangriffe als auch gegen propagandistische Einflussnahme. Also Eindämmung ist, glaube ich, die Aufgabe, die heute vor den Europäern steht, um das, und das kann ich immer wieder wiederholen, um das absolut tolle, erhaltens- und lebenswerte Projekt Europäische Union zu beschützen und weiterzuentwickeln. Ja, so fragil wie jetzt war das noch nie in Gefahr gestanden. Und das war ein tolles Schlusswort gerade, was du gesagt hast. Deswegen will ich eigentlich meine Worte, vergessen wir sie wieder. André, das war ein unglaublich tolles Gespräch mit dir gerade und ich danke dir sehr für deine Zeit, die du hattest. Ich danke dir, Christoph, für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir uns auch mal ein anderes Mal wiedersehen werden. Gerne, gerne.